Hallo und schön, dass du wieder da bist. Du hast öfters bei deinen Einstellungen an deiner Kamera diverse Kürzel gesehen wie NTSC oder PAL und weißt nicht ganz, was es ist und worin sie sich unterscheiden. Oder die andere Frage ist einfach auch 30 Frames per Second oder 25 Frames per Second. Wo liegt denn da eigentlich der Unterschied? Und genau diese Frage werde ich in diesem Video beantworten. Hallo, mein Name ist Alex, ich bin Fotografin und Videografin und auf meinem Kanal mache ich cinematische Videos, Vlogs und Videos zu den Themen Fotografie, Videografie und Drohnen. Solltest du es noch nicht gemacht haben, dann abonniere doch gleich mal meinen Kanal, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Ja, was ist eigentlich NTSC oder PAL? Man findet es ja immer wieder in den Einstellungen von diversen Kameras. NTSC und PAL sind Fernsehnormen. In Deutschland wurde ab den Jahren 1967 im analogen Fernsehen im PAL-Format gesendet. Das heißt, diese riesen Fernsehröhren, die ganz alten Fernseher, die teilweise gar nicht mehr funktionieren, weil es auch keiner mehr erwartet oder wie auch immer, nicht diese ganz dünnen Flatscreen oder OLED-Screens oder diese Dinge, die man sich einfach an die Wand schraubt oder klebt oder was auch immer. Dieses PAL-Format wurde eben für das analoge Fernsehen verwendet. Das PAL-Format bedeutet einfach, dass es eine Bildwiederholungsfrequenz von 50 Hertz hat. 50 Hertz Bildwiederholungsfrequenz bedeutet, dass 50 Halbbilder pro Sekunde wiedergegeben werden konnten. Das heißt aber auch 25 Vollbilder pro Sekunde Wiedergabe. Gut, das rührt von dem europäischen Stromnetz oder der Netzfrequenz, weil dort einfach, also wir hier in Europa haben einfach auf 50 Hertz Wechselstrom und auf Basis von dem ist dann eben einfach das Format entstanden. In Nordamerika oder Teilen von Asien ist das ähnlich entstanden, also dort ist die Netzfrequenz 60 Hertz Wechselstrom. Und aus diesem Grund hat sich dort eine Bildwiederholungsfrequenz von 60 Hertz, also 60 Halbbilder pro Sekunde, bzw. 30 Vollbilder pro Sekunde Wiedergabe im analogen Fernsehen eingebürgert. Und aus diesem Grund gibt es halt in Nordamerika und Teilen von Asien immer noch das NTSC-Format und im europäischen Raum oder beziehungsweise im Rest der Welt eigentlich das PAL-Format. Wenn es dazu kommt, zu entscheiden, welches Format für dich relevant ist, wenn du filmst oder wenn du deine Timeline oder deine Videos machst, wenn du weißt, dass du mit einer 25 Bilder pro Sekunde Timeline arbeiten wirst, solltest du auch versuchen, im PAL-Format aufzunehmen. Wenn du aber schon von Haus aus weißt, okay, deine Timeline wird 30 Bilder pro Sekunde sein, dann solltest du auch vorwiegend in diesem Format aufnehmen. Wenn du sagst, okay, du filmst jetzt viel mit dem iPhone, also ich glaube nicht, ich weiß es nicht auswendig, aber das iPhone filmt meistens in 30 oder 60 Bilder pro Sekunde oder halt 120 oder 240. Ist auf jeden Fall im NTSC-Format angesiedelt, das heißt ein Vielfaches von 30 Bildern pro Sekunde. Und wenn du viel mit dem iPhone machst, solltest du auch einfach schauen, dass deine Timeline dementsprechend eingerichtet ist und auch 30 Bilder pro Sekunde wiedergibt und deine zusätzlichen Geräte, mit denen du sonst noch filmst, einfach auch auf NTSC eingestellt sind. Also das ist im Prinzip der grobe Unterschied. Wenn du noch Fragen hast zu den NTSC oder PAL oder was für dich vielleicht besser geeignet wäre, 30 oder 25 Bildern pro Sekunde, dann stell mir doch einfach die Frage oder dann schreibe einfach einen Kommentar unterhalb des Videos. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Gefällt mir da. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Danke fürs Zusehen. Ciao.